Streik und Unruhen gehören zu den Tagesereignissen in England und den USA. Auch das sind Moskaus Sturmsignale. In einer amerikanischen Industriestadt werden die gegen die geringen Löhne protestierenden Arbeiter zusammengeschlagen. Seit der Machtübernahme ist in Deutschland der Polizeiknüppel verschwunden. In den USA aber ist er zur Terrorwaffe Roosevelts geworden. Die Niederschlagung dieses Streiks kostete, wie der amerikanische Filmbericht mitteilt, eine große Anzahl von Toten und Verletzten. Wem Amerika und die Tätigkeit dort als jüdischer Lohnknecht nicht behagt, der mag in Europa kämpfen. Das sind die Söldlinge eines ehrgeizigen USA-Generals, der abermals dicht an seinem Ziel vorbeiging. Auch am Rhein sollte ihm ein Kanneh gegen die deutschen Truppen nicht gelingen. Wie im Osten kämpfen hier deutsche Soldaten unerschüttert, solange Atem in ihnen ist. Das Gros der deutschen Armeegruppe hat mit allen schweren Waffen den Strom überschritten. Am Röhrabschnitt ist die geplante Umklammerung nicht gelungen. Gauleiter Grohe im Gespräch mit Offizieren, die eben aus der Abwehrschlacht kommen. Volksgrenadiere gehen in Stellung. Die Panzerfaust, das handlichste Geschütz der Welt, wird fertig gemacht. Mit neuen Waffen versehen, stellt sich auch im Westen der deutsche Soldat immer wieder seinem Gegner. Fallschirmjäger im Kampf mit angreifender Infanterie und Panzern. Schwerer Pack greift mit ein. Auch in dieser Offensive büßte der Gegner Hunderte von Kampfwagen ein. Der Oberbefehlshaber der Streitkräfte des Befreiungskomitees der Völker Russlands, General Vlassow, übernimmt weitere Kampfeinheiten der russischen Freiwilligenverbände. Die mit modernsten Waffen ausgerüsteten Einheiten der Division marschieren nach der vollzogenen Übernahme an General Vlassow und den General der Freiwilligenverbände, General Köstring, vorüber. Viermal traten die Bolschewisten unter Einsatz Dutzender von Infanteriedivisionen und Panzerbrigaden gegen den Brückenkopf Kurland an. Viermal wurde ihr Ansturm unter ungeheuren Verlusten an Menschen und Material abgeschlagen. Die 5. Abwehrschlacht unserer erwarten unsere Grenadiere die immer wieder anstürmenden Bolschewisten. Auf diesen Stellungen liegt schwerster feindlicher Artilleriebeschuss. Zurückgehende Bolschewisten geraten in schweres Maschinengewehrfeuer. Da sind sie! Wo es die Eisfläche der Seen zulässt, werden Verwundete mit dem Segelschlitten transportiert. Der Ansturm der Bolschewisten zwang Hunderttausende deutscher Menschen, alles, was sie an Gut und Boden besaßen, aufzugeben und nur sich selbst und das zum Leben Notwendigste in Sicherheit zu bringen. In Trecks, die von Morgen bis Abend reichen, ziehen Tausende von Gespannen und Fahrzeugen über das Eis in den Schutz des Reiches. Riesige Viehherden nehmen denselben Weg in das Innere Deutschlands.
Das sind Aufnahmen aus der Marienburg, deren Besatzung seit vielen Wochen heldenhaft gegen die mit großer Übermacht anrennenden bolschewistischen Regimenter kämpft. Diese im 14. Jahrhundert erbaute Feste der deutschen Ordensritter steht heute nach schweren und schon oft überwundenen Stürmen aus dem Osten in der Stunde ihrer höchsten Bewährung. Hinter meterdicken Mauern kämpfen deutsche Soldaten, darunter auch eine Marineeinheit. Und vor den Bastionen liegen zerschossene bolschewistische Panzer. Der Befreier des Duce, Obersturmbannführer Skorseny, kämpft mit seinen Männern an einem der Brennpunkte im Osten. Der Russe hat uns fürchten gelernt. Auch der Iwan ist zu schlagen, das hat unser Haufen bewiesen. Ich freue mich, dass ich einigen von euch das Panzervernichtungsabzeichen überreichen kann. Stabssoldat Kunze, ich überreiche Ihnen das Panzervernichtungsabzeichen. Da kommt ein Melder zu mir, ich lag gerade so im Loch. Stabssoldat, die Russen sind da. Ich sag, na, seid ihr mal ruhig, Junge, das wird nicht so schlimm sein. Ich schnappte mir meine Panzerfaust und sah schon den Brocken vor mir stehen, ungefähr so 10, 12 Meter vor mir. War ein T-34. Ich ließ ihn noch etwas näher kommen, setzte meine Panzerfaust auf die Schulter und drückte ruhig ab und peng, lag er da. Die Mannschaft bodete gleich aus und ich schoss gleich mit der MP hinterher und legte sie auch gleich noch um. Kampfraum Guben. Nach schweren Kämpfen ist es den deutschen Truppen gelungen, die zu einem großen Teil schon von den Bolschewisten besetzte Stadt wieder freizukämpfen. In harten Gefechten wird durch Panzer und Infanterie Straße um Straße gesäubert. Zwischen den brennenden Häusern arbeiten sich Grenadiere mit Panzerfäusten nach vorn, um die Reste der zurückgehenden Bolschewisten zu erledigen. Der SS-Unterscharführer springt vor, um die Besatzung eines angeschossenen T-34 unschädlich zu machen. Auf der nach Dresden führenden Autobahn massierten die Sowjets besonders starke Divisionen mit dem Ziel, Görlitz zu nehmen. Ein sowjetischer Kommissar und eine uniformierte Frau an der Spitze eines Gefangenenzuges. Auch im Raum um Görlitz ist wie im Westen der Krieg mehr denn je Sache des ganzen Volkes geworden. Unmittelbar hinter der Front, im Donner der Geschütze, wird die Arbeit fortgesetzt. Befreiung der Stadt Lauban. Gegen diesen Ort vor Görlitz treten in den ersten Märztagen mit starker Schlachtfliegerunterstützung deutsche Panzer und Grenadiere zum Gegenangriff an. Nach tagelangen heißen Gefechten dringen die Deutschen am 6. März in die Stadt ein, nachdem rund um Lauban und in den Straßen selbst mehr als 100 T-34 vernichtet sind. Am gleichen Tage besucht Reichsminister Dr. Goebbels das befreite Lauban. In der vorgeschobenen Stellung einer Sturmgeschützabteilung. Auf dem Marktplatz von Lauban wird Dr. Goebbels von dem Befehlshaber einer Heeresgruppe, Generaloberst Schörner, begrüßt. Eine Kampfgruppe der Führer Grenadierdivision ist angetreten. Dieser 16-jährige Hitlerjunge Wilhelm Hübner hat sich bei der Zurückeroberung von Lauban als Melder in den Reihen der Grenadiere hervorragend bewährt. Er erhielt vor wenigen Stunden das Eiserne Kreuz. Dr. Goebbels spricht zu den Soldaten. Auch in diesem Gebiet haben die bolschewistischen Bestien die schlimmsten Verbrechen begangen. Das viehische Treiben dieser Untermenschen jagt jedem anständigen Deutschen das Blut in die Schläfen. Das sind die Untaten der Verbündeten Roosevelts christlicher Soldaten. Mordtaten von einem grauenhaften Sadismus haben auch hier den deutschen Soldaten gezeigt,
dass es gegen diesen Gegner kein Wanken und keinen Pardon mehr geben darf. Eine an Ketten zu Tode geschleifte Frau. In Görlitz ruft Reichsminister Dr. Goebbels die deutschen Soldaten und Arbeiter zu unnachgiebigem Kampf gegen den bolschewistischen Feind auf. Dass unsere Soldaten, wenn sie jetzt an diesem oder an jenem Teil der Ostfront zur Offensive antreten, keinen Pardon mehr kennen und keinen Pardon mehr geben. Jene Divisionen, die jetzt schon zu kleinen Offensiven angetreten sind und in den nächsten Wochen und Monaten zu Großoffensiven antreten werden, werden in diesen Kampf hineingehen wie in einen Gottesdienst. Und wenn sie ihre Gewehre schultern und ihre Panzerfahrzeuge besteigen, dann haben sie nur ihre erschlagenen Kinder und geschändeten Frauen vor Augen und ein Schrei der Rache wird aus ihren Kehlen emporsteigen, vor dem der Feind erblassen wird. So wie der Führer die Krisen der Vergangenheit bewältigt hat, so wird er diese bewältigen. Er ist fest davon überzeugt. Noch vorgestern sagte er mir, ich glaube so fest daran, dass wir diese Krise bewältigen werden. Und ich glaube so fest daran, dass wenn wir unsere neuen Offensivarmeen hineinwerfen, dass wir den Feind schlagen und zurückjagen werden. Und ich glaube so fest, dass wir eines Tages den Sieg an unserer Fahnen heften werden, wie ich je in meinem Leben an etwas fest geglaubt habe. Unserem Führer Adolf Hitler, Sieg! 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 Der Führer, dessen Leben Tag und Nacht in ununterbrochener Arbeit und Sorge dem Schicksalskampf der deutschen Nation geweiht ist, besucht einen Divisionsgefechtsstand im Osten. Dem Führer werden die Offiziere des Stabes vorgestellt. Auch bei den Männern hat es sich schnell herumgesprochen. Der Führer ist da. Die freudige Begrüßung der Soldaten ist wie ein treue Gelöbnis aller Kämpfenden an den Mann, der Deutschlands und Europas Schicksal in den Händen hält und meistern wird.